Das hättest du doch vorher sagen können. Dann hätten wir uns doch keine Sorgen gemacht, oder? Ja, haben wir doch nicht. Nein. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Heute ist der 9. April. Viele von euch verbinden natürlich mit dem 9. April das legendäre Malaga-Spiel. Aber am 9. April hat auch Adi Preisler Geburtstag. Er wäre heute 100 Jahre alt geworden. Die Legende von Borussia Dortmund. Darüber und natürlich über das Spiel in Stuttgart möchte ich heute sprechen. Und zwar mit einem, der sich bestens auskennt im Verein. Ich begrüße ganz herzlich Fritz Lünschermann. Fritz, grüß dich, hallo. Nui, schön, dass ich hier sein darf. Der Name Adi Preisler dürfte jedem Borussen natürlich geläufig sein, bekannt sein. Nicht aber unbedingt, was er für ein Spieler war. Was war er für ein Typ? Was war er für ein Spieler? Beschreib doch mal. Ja, Adi war der Kopf der damaligen Meistermannschaft. Er war der Spiritus Rector, derjenige, der das Spiel geleitet hat, aber auch derjenige, der Tore erzielt hat, der das uneingeschränkte Sagen auf dem Platz hatte. Legendär ist ja seine Weisheit, ich lese es jetzt, grau im Leben, ist im Leben alle Theorie, entscheidend ist auf dem Platz. Das läuft ja auch vor jedem Spiel hier. Sein Zitat, schwarz und gelb sind die schönsten Farben der Welt, zeigt, dass er ein Borusse durch und durch war. Was kannst du sonst noch für Anekdoten von Adi Preisler erzählen? Aber wahrscheinlich, also nachfolgende Sendungen verschieben sich um ungefähr 2 Stunden. Er war ein unheimlich liebenswerter Mensch, hatte auch immer so einen Schalk im Nacken, hatte immer irgendwelche Sprüche drauf. Und ich habe ihn Ende der 80er Jahre kennengelernt. Wir waren ja zum Beispiel auch mit der 56, 57er Mannschaft und den nachfolgenden erfolgreichen Mannschaften beim damaligen 89er Pokalendspiel und alle waren natürlich hoch erfreut und Adi war mittendrin und wusste natürlich auch viel zu erzählen. Es war ja auch der 24. Juni 89 und am 24. Juni 1956 gewann Borussia Dortmund erstmals die deutsche Meisterschaft und Adi Preisler durfte die Meisterschale als erster Borusse in den Himmel recken. Also es war ja genau 33 Jahre auf den Tag, dass wir dann in Berlin auch feiern. Das hättest du doch vorher sagen können. Dann hätten wir uns doch keine Sorgen gemacht, oder? Ja, haben wir doch nicht. Nein, das stimmt. Wir wollen jetzt auf jeden Fall noch einmal einen zu Wort kommen lassen, der sich sehr, sehr gerne an Adi Preisler erinnert. Ja, zu Adi Preisler fallen mir im Prinzip 3 Sachen ein. Das erste, was mir einfällt, ist natürlich, ich habe bei mir im Flur oben in der 5. ein Bild hängen von der Meistermannschaft. 56, 57 und da war ja Adi eine ganz zentrale Figur. Das Zweite, was mir einfällt, er hat es natürlich dann auch noch geschafft mit diesem einen legendären Satz, grau ist im Leben alle Theorie und entscheidend ist am Platz. Das hat ja philosophischen Charakter gehabt und das ist ja mittlerweile eingebrannt auch in die DNA des Clubs. Und das Dritte, was mir noch einfällt, ist, ich habe das große Glück, das große Privileg gehabt, ihn ja auch persönlich als Mitglied unseres Ältestenrates noch ein paar Jahre zu erleben. Und was mir da besonders an ihm aufgefallen ist, ist, dass er genau wusste, was er eigentlich wollte, aber immer sehr, sehr bescheiden war. Also das ist wirklich vorbildlich gewesen, wie bescheiden der Adi Preisler aufgetreten ist. Und das hat mir damals schon enorm imponiert. Das sind so die 3 persönlichen Dinge, die mir so auf den ersten Blick einfallen. Ja, wie Aki hast du Adi Preisler ja auch persönlich gekannt. Ihr wart freundschaftlich verbunden, kann man schon sagen. Was war denn Adi privat für ein Typ, was für ein Mensch? Ja, er war, wie unser Aki schon gesagt hat, ein sehr bescheidener Mann, aber er war in seinen Ausführungen immer sehr klar. Er hatte auch eine Vorstellung vom Leben. Er war umgänglich und deswegen war er auch überall geschätzt. Also er war wirklich ein toller Typ. Überall beliebt. Es war einfach
ein richtiger Borussia, ein richtiger Typ auch. Ne? Ja, er hatte auf dem Platz das Sagen, das akzeptierten auch alle anderen und er war letztendlich dafür verantwortlich, dass Borussia auch dann eine solche erfolgreiche Zeit in den 50er Jahren erleben durfte. Im Jahre 2009 wurde ja dann die Zufahrt in Bragel beim Trainingsgelände in die Adi-Preisler-Allee umbenannt. Bei der Einweihung dabei sein Sohn Kai Preisler, den wir diese Woche in genau dieser Straße getroffen haben. Hier an der Adi-Preisler-Allee zu stehen, ist und bleibt immer ein bisschen surreal. Ich kann mich gut daran erinnern, vor 12 Jahren, als die Straße eingeweiht wurde, auch die Jahre im Vorfeld, als das diskutiert wurde. Ich habe damals, da war der Tod meines Vaters ja noch nicht so lange her, oft überlegt, wie würde er sich wohl fühlen, denn er war trotz aller Professionalität als Fußballspieler natürlich auch ein bisschen eitel. Und ich weiß, dass ihn das sehr bewegt hätte. Und darum war das vor 12 Jahren ein ganz toller, besonderer Moment, als das hier eingeweiht wurde. Und so ist es das auch heute noch. Und jedes Mal, wenn ich hier in diese Straße mal einbiege, an diesen tollen Löwen vorbei, an diesem Kreisverkehr, und bin ich tatsächlich jedes Mal ein bisschen bewegt. Meine Kinder im Übrigen auch. Ja, Fritz, schon vor der Adi-Preisler-Allee wurde der Trainingsplatz am Rabenloh in den Adi-Preisler-Platz umbenannt. Warum war und ist Adi ein so großartiger Botschafter für Borussia Dortmund? Ja, weil er das vorgelebt hat, was Borussen ausmacht, mit vollem Herzen, mit letztem Einsatz, vorbildlich für die schwarz-gelben Farben einzustehen und letztendlich auch eine Mannschaft zu führen, die ja auch gespickt war mit wirklich guten Spielern, wie mit seinem Innentrio Alfred Nipiklo und Alfred Kelbassa, Max Michalek, Heinrich Kwiatkowski im Tor, der auch 54 bei der WM dabei war. Also er hatte schon eine tolle Mannschaft um sich und war dennoch da der führende Kopf. Da gab es nur einen Boss, ne? Ja, da gab es einen Boss. Am Samstag geht es gegen den VfB Stuttgart. Und Stuttgart ist auch ganz eng mit dem BVB und Adi Preisler verbunden. Negativ wie positiv? Erzähl doch mal. Ja, Borussia erreichte ja 1949 erstmals ein Endspiel um die deutsche Meisterschaft gegen den VfR Mannheim. Und das wurde dann in Stuttgart im damaligen Neckarstadion in einer Hitzeschlacht nach 120 Minuten 2:3 verloren. Das war dann nicht so erfreulich. Dann 1953 war Borussia wieder westdeutscher Meister geworden und in die Endrundenspiele eingezogen. Und man musste sich auch mit den Stuttgartern duellieren und am Ende dieser Gruppenspiele standen beide Mannschaften mit 10:2 Punkten, das war ja noch die 2-Punkte-Wertung, vorne, und der VfB Stuttgart durfte aufgrund der damaligen Rechnungsweise bei 16:6 Toren gegenüber 17:7 Toren des BVB ins Finale einziehen. Nach der heutigen Rechnung wäre der BVB in das Endspiel eingezogen. Dann gab es aber dann irgendwann doch nochmal die Revanche, als man 56 die erste Meisterschaft gewann und in den Gruppenspielen auch wieder, wie oft, gegen den Hamburger SV aus dem Norden, gegen den VfB Stuttgart aus dem Süden antrat und die Stuttgarter da niederhalten konnte. Insbesondere, weil Adi Preisler im letzten Spiel gegen den VfB Stuttgart beim 4:1 3 Tore erzielte. Das ist unfassbar. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr mal irgendwann in irgendeiner Fernsehshow landen solltet und es gibt ein Spezialgebiet Borussia Dortmund, ihr wisst, wen ihr als Joker einsetzen müsst. Fritz Lünschemann. Der weiß alles. Der weiß sogar noch, dass Torfight ist. Auswechslung, Minuten. Unglaublich, was du alles weißt. Auswechslungen gab es damals nicht. Die mussten dann durchspielen. Selbst da wird man verbessert. Also springen wir ins Hier und Jetzt. Was macht dich optimistisch, dass unsere Jungs morgen gegen den VfB Stuttgart erfolgreich sind und vor allen Dingen auch Revanche nehmen für die Hinspielschlappe? Also der letzte Auftritt bei Manchester City, der hat gezeigt, dass unsere Mannschaft alles kann, dass sie wirklich auch gegen die stärksten Mannschaften in Europa bestehen kann. Leider ist das Spiel ja unglücklich noch verloren worden, aber in Stuttgart bin ich ganz sicher, dass wir uns rehabilitieren werden. Fritz, jetzt kommen wir zu etwas,
Das haben wir noch nie gehabt. Zweikampf. Dickel gegen Lönschermann, Fritz gegen Nobby. Ich habe ja letzte Woche gegen Otto Addo gespielt. Und 2 Vorhersagen sind überhaupt eingetroffen. Ein davon waren die 4 Wechsel von Edin. Und so gewinnt Otto mit 2:0. Das führt zu einem neuen Gesamtstand von 57:40 für mich. Ja, Also es ist einer der wenigen Spieltage gewesen, wo ich mal verloren habe. Also bisher, brich nicht mit alten Regeln. Fritz, also, wir schauen uns jetzt die Wand an zum Spiel gegen den VfB Stuttgart unter dem Motto, entscheidend ist auf dem Platz, ist sie aufgebaut und wir schauen mal drauf. Du darfst natürlich beginnen. Was würdest du als erstes nehmen? Ja, der BVB wird 56 Minuten lang in Führung liegen. Wir werden relativ schnell in Führung gehen und werden das Ding klar machen. Okay. Ich sage, jetzt mache ich mal etwas ganz Sicheres. Entscheidend ist, dass wir wieder mal gewinnen. Gut, dem stimme ich natürlich auch zu. Ja, geht aber nicht nochmal. Nein, ist ja schon klar. Also Marco Reus wird wieder an einem Tor beteiligt sein. Marco ist blendend drauf und ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Also insofern, das macht er 100%ig. Und es wird was geschehen, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. 3 BVB-Torschützen sind auf dem Platz. Ich könnte mir auch vorstellen, unter dem Aspekt, dass wir ja auch in allen 3 Wettbewerben noch vertreten sind, dass Julian Brandt auf dem Platz stehen wird. Ein solch genialer Fußballer müsste normalerweise gesetzt sein, aber ich glaube auch, dass er in Stuttgart auf dem Platz stehen wird. Okay, dann sage ich mal entscheidend abgefälschter Schuss ins Tor. Also, es wird das Tor geschossen, der wird entscheidend abgefälscht und es wird einen Treffer für den BVB geben. Ja, dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Wir werden am Samstagabend vielleicht so ein bisschen telefonieren, Fritz. Lass uns vielleicht zum Abschluss noch einmal über den 100. Geburtstag von Adi Preisler sprechen. Wir beide sind ja Mitglieder im Ältestenrat bei Borussia Dortmund und wir hätten ja den Adi in irgendeiner Art und Weise eine Ehre erwiesen am heutigen Tag. Das geht nun leider Corona-bedingt nicht so wirklich. Wie wirst du das heute Abend bewerkstelligen mit einem schönen Gläschen Wein? Ja, ich halte es dann aber wie der ehemalige Oberbürgermeister Dortmunds, der Günter Samtlebe, der dann sagte, das Beste nach dem Wein ist ein gutes Pilz. Dann werde ich mir natürlich danach noch ein schönes Brinkhoffs trinken. Ja, also wir stoßen dann auf jeden Fall heute auf unseren Adi an. Und morgen hoffen wir, dass unsere Jungs natürlich zu Ehren von Adi Preisler einen Sieg in Stuttgart erringen. Dann drücken wir alle gemeinsam natürlich unseren Jungs die Daumen, dass wir mit einem Dreier wieder aus dem Schwabenländle hier nach Dortmund kommen. Das wäre natürlich klasse und auch wichtig. Netradio gibt es wie immer bei allen Spielen von Borussia Dortmund und ansonsten bei Sky. Also drückt die Daumen. Viel Spaß. Der Nobby und der Fritz.